Sucht man einen neuen Fernseher mit einem tollen Bild, dann sieht man bestimmt irgendwann die Begriffe OLED oder QLED. Beide Technologien versprechen Bildqualität vom Allerfeinsten, aber welche ist am Ende die richtige für deine Situation? Das ist auf keinen Fall das erste Video zu der Thematik, aber es soll die Frage anhand der aktuellen Fernseher beantworten. Hallo, hier ist Fitus von HiFi.de und in diesem Video wollen wir nicht einfach zwei bestimmte Fernseher vergleichen, sondern wirklich die beiden Display-Technologien von Grund auf erklären und dann im Detail vergleichen. Wenn ihr direkt zu einem bestimmten Kapitel springen wollt, dann nutzt am besten die Timecodes in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch eine ganze Menge an Links zu weiterführenden Artikeln und Videos, sowie natürlich auch zu den aktuellen Angeboten. Und wenn ihr schon unterhalb des Videos seid, dann drückt auch gerne die Buttons für Abo, Glocke oder Daumen nach oben. Jetzt schon vielen Dank dafür. Äußerlich sind sich diese beiden Fernseher sogar relativ ähnlich. Der OLED hat aber typischerweise oben nur ein sehr dünnes Display und die restliche Elektronik und die Anschlüsse weiter unten. Während der QLED-Fernseher insgesamt ziemlich dünn ist, aber eben nie so dünn wie der OLED oben. Aber warum muss das Display eigentlich dicker sein als beim OLED? Dazu müssen wir uns die beiden Technologien genauer anschauen. Wir haben die beiden günstigsten Vertreter der jeweils größten Marken hier nebeneinander. Den Samsung QLED Q60B und den LG OLED A2. Ein QLED-Fernseher ist eigentlich ein LCD-Fernseher mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung und den namensgebenden Quantum Dots. Letztere sind dafür verantwortlich, dass die Hintergrundbeleuchtung in die genaueren Grundfarben Rot, Grün und Blau umgewandelt werden kann. Dadurch hat das Spektrum genau da die Spitzen, wo sie gebraucht werden, weil das nämlich auch genau die Farben sind, welche wieder von den Flüssigkristallen LCDs durchgelassen werden. Somit ist das Panel gerade bei hellen Farben effektiver und es sind leichter, leuchtende, wirklich satte Farben möglich. Meistens werden bei QLED-Fernsehern VA-LCD-Panels verwendet. Diese haben einen Kontrast von 4 bis 5000:1, aber einen echt eingeschränkten Betrachtungswinkel. OLED ist die Abkürzung für Organic Light Emitting Diode. Pars pro toto steht OLED auch für Displays oder Fernseher mit OLEDs als Lichtquelle. Bei diesen leuchtet dann jedes Pixel selbst und somit ist perfektes Schwarz und ein immenser Kontrast möglich. Damit auch höhere Spitzenhelligkeiten erreicht werden können, gibt es noch ein viertes, weißes Subpixel. Der einzige echte Nachteil der OLEDs ist der Automatic Brightness Limiter. Damit die OLEDs durch Hitze keinen Schaden nehmen, wird nämlich die gesamte Helligkeit bei großflächig hellen Szenen oder stehendem Bild reduziert und dieser Effekt kann auffallen. Das ist eben eine der Präventionsmaßnahmen, damit es nicht zu Burn-in kommt. Dadurch ist es aber auch heute echt kein Thema mehr. Bitte beachtet, dass ihr auf euren Bildschirmen nie die tatsächliche Bildqualität des Q60B oder des OLED A2 sehen könnt. Unsere Kamera, YouTube und natürlich auch der Bildschirm, auf dem du es anschaust, beeinflussen das. Aber so fair muss man auch sein, dass der OLED hier vorne dran auch für mich hier live schon deutlich besser aussieht. Das waren jetzt aber auch die günstigsten Vertreter. Und gerade bei den QLED-Fernsehern kommt dann noch einiges hinzu, wenn es um die Spitzenmodelle geht. Der beste 4K QLED von Samsung, der Neo QLED QN95B, hat nämlich als erstes schon mal Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, was man am Neo erkennen kann. Diese kann dann in 504 Zonen oder noch mehr bei den größeren Größen aufgeteilt werden und diese können dann separat voneinander gedimmt werden. Dadurch kann der QN95B nicht nur tieferes Schwarz darstellen, sondern hat auch wegen der Spitzenhelligkeit von über 2000 Nits im Filmmaker-Modus einen viel höheren Kontrast als der Q60B. Außerdem hat er noch eine Beschichtung für ein besseres Bild unter schrägen Betrachtungswinkeln und gegen Spiegelungen auf dem Bildschirm. Problematisch wird es nur bei sehr dunklen Szenen mit sehr kleinen hellen Details, wie man an diesem Vergleich von 4 Fernsehern mit demselben Bild aus dem Film Gravity sehen kann.
Problematische Bilder kann man aber auch bei jedem Fernseher finden und im Falle des QN95B haben wir eines herausgesucht, nur um aufzuzeigen, wo die Grenzen sind. Und vom subjektiven Eindruck waren wir uns in der Redaktion sogar uneins, welches Bild jetzt besser ist, da es an diesem Punkt auch schon persönlicher Geschmack ist, wie hell solche Sterne eben sein dürfen, damit sie noch natürlich aussehen. Aber natürlich ist auch bei den OLEDs nicht beim günstigen A2 Schluss. Bei LG liefert der Gallery OLED Evo G2 derzeit das beste Bild. Der hat erstmal ein verbessertes OLED EX Panel, welches schon effizienter ist und höhere Helligkeiten erreichen kann. Und dahinter sitzt noch ein Heatsink für bessere Abwärme und somit erreicht er dann auch ca. 1000 Nits im Filmmaker-Modus. Natürlich ist das auch nicht alles, was die Spitzenmodelle auf die günstigeren Geräte draufsetzen. Sie haben beide auch noch viel mehr, gerade was Gaming-Features wie HDMI 2.1, Variable Refresh Rate und 4K mit 120 Hz angeht. Und ja, Samsung und LG sind natürlich auch nicht die einzigen Marken. QLED-TVs gibt es beispielsweise auch von Hisense oder TCL und OLED-Fernseher gibt es neben Sony, Philips und Panasonic auch von fast jedem anderen Hersteller. Welcher Fernseher letztendlich am besten für euch ist, hängt natürlich von vielen individuellen Faktoren ab. Die meisten haben aber eine genaue Vorstellung, gerade was Größe und maximalen Preis angeht. Und sollte da ein OLED drin sein, ist das im Normalfall die bessere Wahl. Man bekommt einfach die bessere Bildqualität, wenn es drauf ankommt, und das ist ja meistens eher am Abend beim Filmeschauen. Natürlich hört man oft, dass ein QLED-Fernseher besser für helle Räume geeignet ist. Das betrifft aber eigentlich nur die besten QLED-Fernseher, wie einen Samsung Neo QLED QN95B oder einen Sony X95K, der ja auch ein QLED-Fernseher ist, ohne dass Sony ihn so nennt. Diese TVs sind dann aber auch wieder in einer Preisklasse, in der man die besten OLEDs bekommt und die erreichen ja auch schon Spitzenhelligkeiten von ca. 1000 Nits und sind somit tagsüber in hellen Räumen auch gut zu gebrauchen. Und man muss sich ja auch eigentlich immer die ehrliche Frage stellen, wann einem die Bildqualität am wichtigsten ist. In der Stunde am Nachmittag, in der das Licht wirklich blöd auf den Fernseher fällt, oder am Abend bzw. nachdem man die Vorhänge zugezogen hat. Zwei Ausnahmen fallen mir aber dennoch ein. Wenn es bei knappem Budget trotzdem ganz groß sein soll, beispielsweise für einen riesen Gaming-TV, dann kann zum Beispiel ein TCL QLED C735 in Frage kommen, weil der nämlich über 70 Zoll deutlich günstiger ist als ein gleich großer OLED. Und die zweite Ausnahme sind natürlich noch richtig krasse Angebote. Die kann man leider nie wirklich vorhersagen und dadurch können ja auch Fernseher, die eigentlich zu teuer sind, unter die Schmerzgrenze fallen. Keine Angst, wenn es wirklich außergewöhnliche Angebote gibt, werden wir auch auf hifi.de und hier auf unserem YouTube-Kanal darüber berichten. Sei es durch kurze Videos oder eben die Livestream-Beratung an den Angebotstagen wie in der Black Friday-Woche. Eine Sache muss ich jetzt zum Schluss aber noch erwähnen, denn mittlerweile gibt es ja auch von Samsung einen OLED-Fernseher. Und wenn man so will, bekommt man damit eigentlich das Beste aus beiden Welten. Denn die QD-OLEDs, um genau zu sein, nutzen Quantum Dots vor OLEDs, um gleichzeitig leuchtende Farben und perfektes Schwarz sowie einen immensen Kontrast hinzubekommen. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, ob es auch wirklich besser als normale OLEDs ist, dann schaut am besten unser Video QD-OLED vs. OLED, in dem wir die beiden Technologien noch etwas detaillierter vorstellen als in diesem Video, damit ihr euch auch davon ein besseres Bild machen könnt. Die Links zu diesem Video und natürlich auch zu den Tests der aktuellen OLED- und QLED-Fernseher findest du alle unten in der Videobeschreibung. Dort haben wir selbstverständlich auch Angebote verlinkt, damit du die aktuellen Preise vergleichen kannst. Ja, wie groß und maximal wie teuer soll dein nächster Fernseher sein? Und kommt dann eher OLED oder QLED für dich in Frage? Sag es uns unten in den Kommentaren. Ich bin gespannt drauf und sage bis zum nächsten Livestream oder Video. Macht's gut. Ciao.